Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Katz Akademie Beitrag. Mein Name ist Andreas Schlagbauer. Ich bin Anwendungsfallbetreuer T2 der Landeshauptstadt München und heute darf ich Ihnen was präsentieren zum Thema Daten aufspüren und nutzen. Das Thema Datenintegration war ein großer Bestandteil des Anwendungsfalls des Quartiersentwicklungstools oder beziehungsweise ist es noch. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen zeigen, wie wir vorgegangen sind, was Hürden waren, was wir aus dem Prozess mitgenommen haben und was man vielleicht anderen Kommunen mit auf den Weg geben kann. Was ist das Quartiersentwicklungstool? An was für Daten sind wir hier interessiert? Dazu möchte ich Ihnen erstmal kurz unsere Produktvision zum Quartiersentwicklungstool präsentieren und dann auch später auch eine kleine Demo geben. Ich hoffe, dass dann auch recht gut und schnell erkenntlich wird, was für Daten wir suchen und ich hoffe, dass Sie sich da auch wiederfinden können. Zunächst mal zur Produktvision. Das Quartiersentwicklungstool soll eine datenbasierte Ersteinschätzung den Fachkollegen im Planungsreferat der Landeshauptstadt München geben. Das heißt, es sollen über eine Schnittstelle sehr viele Informationen für die Quartiersentwicklung zur Verfügung gestellt werden. Und hier ist das große Stichwort der Datenanalyse. Das heißt, wir wollen, dass die Kollegen, die wenig oder gar keine GIS-Kenntnisse haben, über einen Umgriff sich sehr schnell sehr viele Fachdaten für ihre Quartiersentwicklung zusammensuchen können oder diese aufbereitet zugeschnitten bekommen. Was jetzt auch Teil des Quartiersentwicklungstools ist, dass diese ganzen Informationen, das, was ich Ihnen gleich noch präsentieren werde, dann später verständlich und übersichtlich dann noch präsentiert werden. Hier arbeiten wir momentan an Reporting-Funktionen. Das heißt, wir arbeiten daran, dass Kartenexporte automatisch generiert werden, aber auch Dashboards damit befüllt werden, damit diese ganzen Informationen, die wir in der Datenanalyse aufbereiten, auch anschaulich präsentiert werden können und dann auch als Entscheidungsgrundlage benutzt werden können. Genau, was auch noch eine wichtige Funktion innerhalb des Quartiersentwicklungstools ist, die Exportfunktion. Diese Quartiersentwicklung wird meistens nicht nur von der Stadtplanung gemacht, sondern auch von Dritten umgesetzt. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man diesen Datenaustausch von diesen Informationen auch ermöglicht an Dritte, die sich dann diese Quartiersansätze anschauen und in die Umsetzung gehen. Wie schon angedeutet, die Hauptzielgruppe sind die Planer von integrierten Quartierskonzepten. Hier ist es dann nochmal ein bisschen spezifischer definiert. Das wäre hier in der Landeshauptstadt München wäre das Planungsreferat, das Referat für Umwelt und Klima und das Mobilitätsreferat. Wie hier schon dargestellt, was für uns heute das Allerwichtigste ist bei den Bedürfnissen die Bündelung der Datengrundlage und diese automatische Analyse der Kennwerte. Ich werde über die anderen Punkte jetzt ein bisschen schneller hinweggehen. Ich denke, das gibt schon mal einen Einblick, warum Datenintegration so ein wichtiger Bestandteil des Anwendungsfalls war. Zur Vision hier nochmal kurz aufgeschlüsselt. Was wir gemacht haben, ist, sehr viele Daten, teilweise aus den Referaten, in unseren urbanen digitalen Zwilling zu integrieren, in unsere UDP und zur Verfügung zu stellen für Analysen. Genau, was man hier in der Mitte sieht, ist dann die WebGIS-Anwendung, die wir hier intern benutzen. Das heißt, die Kollegen sind hier mit dieser Software schon gut bekannt, können in dieser Software ihren Umgriff einzeichnen und hier genau diese Daten, die wir alle integriert haben, werden dann für sie aufbereitet, entweder verschnitten oder je nach Datensatz auch einfach nur selektiert. Das heißt, wir definieren dafür alle Datensätze, wie sie aufbereitet werden, mit was für einer Einheit, in was für einer Auflösung etc., damit man am Ende des Tages über einen von diesen Quartiersumgriffen ganz schnell viele Aussagen treffen kann. Wie schon jetzt angedeutet, diese ganzen Daten werden dann noch weiter verarbeitet in Form von Dashboards. Sieht man schon eine Karte, das sind automatisch diese Kartenblätter aus diesem Webinterface generieren lassen als PDF und auch diese Reports, diese Steckbriefe, die dann auch für die Kommunikation, für Lenkungskreise etc. benutzt werden können, um sich diese Kennwerte anzuschauen und dann auch zu entscheiden, welche Quartiere vielleicht höher priorisiert werden, welche weniger. Und dann hier auch schon angedeutet, das Ziel ist es, intern Daten, vor allem in den Referatenvorlagen, weiter auszutauschen, in den urbanen digitalen Zwilling zu integrieren, aber auch eine Schnittstelle nach extern dann später zur Verfügung zu stellen mit Daten, die man dann an Dritte weitergeben kann, die dann im Auftrag des Planungsreferats oder des Referats für Umwelt und Klima dann aktiv werden. Hier würde ich dann auf eine kurze Live-Demo wechseln, damit Sie einen recht guten und schnellen Überblick bekommen. In dem Zusammenhang wechsle ich ganz schnell zu unserer WebGIS-Anwendung. Hier sieht man auf einen Blick, ich habe jetzt hier ein Quartier rausgesucht, was gerade
entwickelt wird. Das ist innerhalb eines EU-Projekts, das ist das Ascent-Projekt. Hier sieht man auch schon einen kleinen Umgriff. Hier unten, hier drüben ist diese Analyse integriert. Und ich gehe dann ganz kurz eine Sekunde auf die Funktion Editieren, kann hier meine Quartiersplanung auswählen. Hier öffnet sich dann eine Eingabemaske, wie Sie schon sehen. Dann kann man direkt anfangen mit dem Umgriff einzeichnen. Was eine Grundanforderung war, war teilweise auch, dass man auch ein Fangprofil hier hinterlegt hat. Das ist auch für viele Datensätze auch recht wichtig, dass es sich irgendwie an zum Beispiel Flurstücken orientiert. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil je nachdem, wie die Daten aufgelöst werden, so ändert sich dann auch die Aggregation auf Quartiersebene. Hier mache ich es jetzt erstmal etwas gröber und gehe einfach hier sehr schnell durch das Gebiet durch. Sieht man, wie ich hier die Fläche frei definieren kann. Und dann, genau, hier sollte das Quartier dann endgültig hinterlegt sein. Das heißt, man kann hier dann noch einen Namen hinterlegen. Wir können das einfach kurz Cut Akademie Harthof taufen, unterstrichen. Genau, hier kann man dann noch Federführung etc. ausführen. Kurz zum Interface. Dann wird diese Geometrie hinterlegt. In dem Zusammenhang, wenn die Geometrie dann hinterlegt wird, kann man dann muss man einmal kurz hier rausgehen. Dann muss ich die Editierfunktion verlassen und zurückgehen zur Quartiersplanung. Eine Sekunde. So, genau. Zum normalen. Genau. Jetzt sollte hier, ich hoffe, das ist für Sie erkenntlich, der Umgriff eingezeichnet. Ich habe hier ein Pop-up-Fenster, wo ich die Informationen, die ich angeführt hatte, diese quasi Metainformationen zum Quartier mir anschauen kann. Und hier in dem Zusammenhang kann ich direkt eine Quartiersanalyse starten. Hier sieht man schon, eröffnet sich ein extra kleines Feld. Hier wird die FME-Analyse angestoßen. Das heißt, hier werden diese ganzen Datensätze, die wir integriert haben, teilweise verschnitten, teilweise wird der Umgriff benutzt, um eine Selektion durchzuführen auf einer räumlichen Ebene. Hier sehe ich schon, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber ich hoffe, dass wir keinen großen Einfluss haben. Und dann nach einer Weile ist dann dieser Prozess vorbei. Das dauert leider ein bisschen, aber es sind einfach viele Datensätze, die wir mit hinterlegt haben. Und wie schon angedeutet, das sind jetzt keine einfachen Prozesse teilweise, sondern wir haben für jeden Datensatz unterschiedliche Prozesse hinterlegt, die das System automatisch Schritt für Schritt durchgeht und damit wir an unsere Fachinformationen rankommen. Genau, in dem Zusammenhang kann ich vielleicht nochmal ein wenig zurückspringen auf die Präsentation, bis die FME fertig ist. Wie schon angedeutet, die Roadmap hatte ich ja schon ein bisschen geteasert. Das ist gerade unser Fahrplan. Das heißt, wir befinden uns gerade noch in der Entwicklung. Wir planen Ende Juni die Dashboards fertig zu haben. Hier sieht man zum Beispiel ein Analyse-Dashboard. Wir planen 4 unterschiedliche Arten von Dashboards. In diesen Analyse-Dashboards sollen diese Daten aus der FME-Analyse auch anschaulich dargestellt werden. Dann kommt noch dieser Steckbrief, der soll auch über den Laufe des Sommers fertiggestellt werden. Und wir hoffen dann, dass wir genau auch diesen Datenexport integrieren. Hier sieht man auch den Datenintegrationsprozess. Darauf werde ich später noch ein bisschen tiefer eingehen. Der war sehr langwierig und teilweise gibt es noch einige Prozesse oder jetzt neue Datenintegrationsprozesse, die mit dem MVP angestoßen worden sind. Das sind alles so Sachen, die einfach durchgeht, nebenbei weiterlaufen. Und auch natürlich das Refinement zu den unterschiedlichen Produkten. Und unser Ziel ist es dann im September mit dem Fachbereich einen Workshop zu haben und das Quartiersentwicklungstool zu übergeben und hoffen da natürlich auf positives Feedback. Jetzt werde ich ganz kurz zurückwechseln. Hier sieht man in dem Feld, dass die FME
den Job abgeschlossen hat. Und jetzt können wir auch kurz hier mal reinschauen. Ist eine extra Geometrie hinterlegt. Und hier sieht man alle unterschiedlichen Informationen, die wir mit aufbereitet haben, die aus dieser Analyse rausgekommen sind. Das heißt, Baualtersklassen, wie hoch der Prozentsatz ist von Denkmalschutz, Vorbehaltsgebiete. Und das sind alles so ein kurzer Ausschnitt aus den Datensätzen, die wir hier intern vorliegen haben und die wir dann für diese Quartiersanalyse aufbereiten. Dann wechsle ich kurz wieder zur Präsentation zurück. Jetzt, was man schon sehen kann, für diese Datenanalyse, ein großer Bestandteil für diese Datenanalyse war dieser Datenintegrationsprozess. Und ich denke, viele, die sich mit dem Thema Quartiersentwicklung auseinandersetzen oder vor allem integrierte Quartiersentwicklung, kennen oder können das bestimmt recht gut verstehen, für was für eine Herausforderung man da schnell stehen kann. Hier haben wir im Zusammenhang Anfang des Jahres eine Wortwolke gemacht mit unterschiedlichen Datensätzen, die interessant wären für die integrierte Quartiersentwicklung. Und da sieht man, dass sehr viele unterschiedliche fachliche Themen im Quartier aufeinanderstoßen für die integrierte Quartiersentwicklung. Und das sind nicht immer die einfachsten Daten oder die Datensätze, die von vornherein vielleicht schon vorliegen oder an die man so ganz so einfach rankommt. Das sind Datensätze, die liegen vielleicht in unterschiedlichen Referaten. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Solarpotenzial bei uns im Referat für Klima und Umwelt. Baujahr kommt dann zum Beispiel aus unserer Gebäudedatei. Das sind alles unterschiedlichste Daten, die sich dann im Quartier treffen und die wir dann versucht haben, mit der Datenanalyse aufzufangen. Vor dem Hintergrund, wie war es davor, vor dem Quartiersentwicklungstool? Das wird wahrscheinlich auch in einigen anderen Kommunen ähnlich sein. Diese ganzen Datensätze, die Sie gerade vorhin gesehen haben, liegen in unterschiedlichen Systemen vor. Verteilte Datenbestände, das heißt vielleicht für ein Gebiet hier, für ein anderes Gebiet woanders. Wir haben es in unterschiedlichen Systemen. Wir haben es teilweise, jetzt hier sieht man im Hintergrund unser städtisches Masterportal, das wir benutzen, aber auch die interne WebGIS-Lösung, die wir benutzen. Oder sie lagen als PDF vor oder teils auch Daten ohne Georeferenzierung, zum Beispiel CAD-Dateien, die man erstmal konfigurieren, irgendwo festhalten musste und dann in einen Geodatensatz konvertieren musste. Und hier auch nochmal das explizite Fachwissen, das man zu diesen ganzen Datensätzen gebraucht hat und das wir gerade versuchen, mit diesem Datenintegrationsprozess zu vereinfachen. Ich habe es ja vorhin schon auf der Tabelle gezeigt, dass wir über 50 Datensätze integriert haben in das Quartiersentwicklungstool. Hier sieht man einen kleinen Ausschnitt, was vielleicht vorhin in der WebGIS oberflächlich mit dem Pop-up-Fenster ein bisschen unüberschaubar war. Teilweise war es schon integriert in die UDP, aber teilweise auch nicht. Hier sieht man auch teilweise, hier Change-Tricks steht bei uns für den Abstimmungsprozess, das heißt die Integrationsprozess. Das heißt, wenn ein Geodatensatz in den Datenpool mit aufgenommen werden soll, dann muss ein Change-Antrag gestellt werden mit Metadaten, Informationen etc. Und der Datensatz wird auch noch durchgetestet. Das heißt, das nimmt auch Zeit mit sich. Aber hier sieht man ganz spannende Themen, die aus unterschiedlichen Referaten kommen. Hier sieht man zum Beispiel aus der Stadtplanung Vorbehaltsgebiete, Erhaltungssatzungen, Gewerbeflächenentwicklungen, Bebauungspläne und das Thema Denkmalschutz, die wir jetzt zum Beispiel, wie wir es vorhin gesehen haben, aufbereitet haben, auf Quadratmeterzahl und dann auch prozentual, aber auch Sanierungsgebiet. Dann noch soziale Infrastruktur. Das heißt, wie hoch ist der Anteil oder der Bedarf für Kinderkrippen, Kitas etc. Wir haben in München auch teilweise Informationen über die Eigentümerkategorien vorliegen, wo wir dann die Quartiersentwicklung dann abschätzen können, wo man einen Ansprechpartner hat oder mehrere oder eine WEG. Aber auch Informationen wie die Gebote Geschossflächen, Anzahl der Wohneinheiten. Genau. Und Mobilität sieht sich auch. Jetzt wurde der Wärmeplan hier in München für die Bürgerbeteiligung veröffentlicht. Der soll auch in den Geodatenpool mit aufgenommen werden. Der soll dann auch mit integriert werden und auch das Solarpotenzial. Hier unten sieht man noch zwei Datensätze, die noch in Abstimmung sind. Aber die Klimafunktionskarte zum Beispiel wird nächstes Jahr fortgeschrieben. Der lag jetzt im Vorhinein nur als Ist-Dokumente vor, nicht wirklich in Geodaten, also bei uns im städtischen Datenpool, aber soll jetzt mit der nächsten Fortschreibung für die unterschiedlichen Datenportale aufbereitet werden. Hier sind auch ganz viele unterschiedliche Themen, die dann alle auf der Quartiersebene dann zusammentreffen. Und hier sieht man schon vielleicht
ganz gut, dass wir unterschiedlichste Arten von Daten in dieses QT versucht haben zu integrieren oder auch noch integrieren. Das sind Geobasisdaten, Luftbilder, 3D-Gebäudedaten zum Beispiel, aber auch Fachdaten aus der jetzigen schon Geodateninfrastruktur, die schon da waren, wo schon Kollegen darauf aufgebaut haben oder die schon in unsere GDI mit aufgenommen worden sind, aber auch Fachdaten aus den Fachreferaten. Das heißt, viele Datensätze mussten wir den Anstoß machen, dass sie erstmal integriert werden und dass ein Bedarf dafür da ist, auf städtischer Ebene zu teilen. Und es gab auch noch viele Datensätze, die dann lokalen vorlagen in den Referatsdatenbanken, wo man dann nochmal erstmal klären musste, wie muss der Datensatz aufbereitet werden, wer ist zuständig, mit wem darf der Datensatz geteilt werden, alles Mögliche, damit unser Quartiersentwicklungstool so gut wie möglich die Realität abdeckt und so viele Belange wie möglich berücksichtigen kann. Und hier habe ich das auch mit angedeutet, hier eine der größten Herausforderungen für uns war, diese ganzen Fachdaten und Pläne erstmal zu finden und dann auch in den Digitalzwilling mit zu integrieren. Das heißt, das war auch ein langer Prozess, der auch sich etwas länger gezogen hat. Da war recht viel intensive Überzeugungsarbeit plus Unterstützung bei Change-Anträgen. Das heißt, dass man auch die Kollegen bei diesen, die vielleicht so einen Prozess noch nie begleitet haben, mitnimmt. Das hat alles sich ein bisschen länger gezogen, als wir geplant hatten. Aber darauf werde ich auch noch darauf hinzukommen. Das hat auch alles seine Vorteile mit sich gebracht. Wie sind wir generell davor gegangen oder was muss man generell bei der Datenintegration mit berücksichtigen, vor allem bei den Anwendungsfällen? Ich habe das hier auch nochmal mit verlinkt und auch noch mit aufgenommen. Diese ganzen Anwendungsfälle sind ja auch stark mit der Datenebene verknüpft. Ich weiß nicht, ob Sie sich den Beitrag von meiner Kollegin Luzi Heinz zu dem Fragenkatalog zum Anwendungsfallerhebung sich angeschaut haben, aber da ist es auch ein Grundbestandteil dieses Fragebogens besteht auch mit der Datenebene. Das heißt, was kann schon abgebildet werden, was soll abgebildet werden, kann man das überhaupt mit abbilden? Das muss von vornherein mitgedacht werden. Das ist vielleicht, was man am Anfang vielleicht schnell vernachlässigt und denkt, das geht schnell und einfach. Da liegen ja Daten. Aber dieser ganze Prozess mit den Dateneigentümern dann zu sprechen und dann zu schauen, wo liegen vielleicht Bedenken, wie muss der Datensatz aufbereitet werden, das zieht sich dann doch etwas hin und kann dann doch aufwendiger werden. Und deswegen ist es gut, das von vornherein mitzudenken. Ich habe das hier auch mit angedeutet, dass man sich da auch ein bisschen Zeit dafür nehmen sollte. Unterstützung bei den Datenintegrationsprozessen. Es gibt viele Kollegen hier auch, die ich mit unterstützt habe bei diesem Integrationsprozess. Das heißt, ich habe Metadaten mit denen zusammen angelegt, teilweise Aufklärungsarbeit, also in Form von Erklärung, wie dieser Datenpool, wie der digitale Zwilling funktioniert, wo die Daten hingehen, Nutzungsvereinbarungen, Metadaten, das alles ein bisschen mitgetragen, weil das für viele Fachkollegen vielleicht, wenn sie zum ersten Mal damit konfrontiert sind, gar nicht mal so einfache Themen sind, wo man sich dann entscheiden muss, wer darf was sehen, wer darf was nicht sehen. Und vor allem für so eine Lösung wie das Quartiersentwicklungstool, was dann auch von 3 Referaten genutzt werden soll, das sind dann nicht so einfache Fragen, auf die man da auf die Fachkollegen zukommt. Und da muss man auch sich Zeit nehmen, mit Aufklärungsarbeit ein bisschen aufzubrechen. Man kennt es vielleicht, dass man die Datensätze vielleicht nicht in erster Stelle sofort mit allen teilen möchte, am liebsten zweckgebunden, am liebsten involviert sein möchte. Aber von diesem Denken muss man sich da ein bisschen lösen und die Metadaten dementsprechend vorbereiten, damit man auch Fehlnutzungen etc. vorbeugen kann. Ich habe hier auch nochmal den Cat-Akademie-Beitrag zur Datenintegration von T1 noch verlinkt. Da ist nochmal der ganze Prozess, was ich vorhin mit dem Change-Antrag etc., das ist die Münchner Variante von diesem Datenintegrationsprozess angesprochen hatte, verlinkt. Was waren unsere Learnings aus dem Quartiersentwicklungstool bis hierher? Ich will mich da eher kurz halten. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen was im Entstehen. Generell aus T2-Sicht, aus Anwendungsfall-Sicht war es wichtig, schnell etwas in der Hand zu haben, was man präsentieren kann. Hier in Form eines MVPs und eines Prototypen. Ich kann mich gut zurückerinnern, als ich die ersten Anfragen gestellt habe zu Datenintegrationsprozessen, wo ich erstmal sehr viel erklären musste und nichts Visuelles hatte. Und ab dem Moment, wo dann der MVP im Januar diesen Jahres dann am Schluss stand und man was zeigen konnte, war es dann sehr viel einfacher, vor allem diese ganzen Prozesse mal anzustoßen bei schwierigeren Datensätzen,
Das hat auf jeden Fall sehr viel geholfen, in Retrospektive da etwas in der Hand zu haben, etwas zeigen zu können, den Kollegen auch das Gefühl zu geben, wenn ich hier Daten integriere in dieses Tool, werde ich gesehen oder ich werde mit berücksichtigt. Das heißt, wir haben auch häufig das Feedback bei mehreren Präsentationen bekommen, ach, was ist da mit meinem Datensatz? Könnt ihr nicht auch? Das kam aber alles erst, nachdem wir MVP oder einen Prototypen hatten. Hier auch Raum für Weiterentwicklungen lassen. Wir haben jetzt einige Datensätze, die jetzt erst hinzukommen. Da muss man auch ein bisschen Raum lassen, dass es sich auch weiterentwickeln kann, dass diese FME-Prozesse vielleicht angepasst werden können, dass das Datenmodell angepasst werden kann, dass man nicht sofort die perfekte Lösung hat, auf Bestehendes aufbauen. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, wir benutzen hier sehr viele Sachen, die schon etabliert sind bei uns, die die Kollegen kennen, womit sie schon arbeiten. Wir haben darauf gesetzt, nicht eine neue Software, die ihnen an die Hand zu geben und vor allem auch, was auch sehr wichtig ist, dass man die fachliche Infrastruktur mitnutzt. Das heißt, sehr viele von diesen fachlichen Austauschrunden existieren bereits. Man kann sehr viel mit Fachkollegen, indem man sie stark einbindet und deren Infrastruktur nutzt, kann man auch sehr viel bewegen. Die kennen schon alle Menschen, mit denen man reden müsste oder wo die Daten liegen. Da muss man nur darauf eingehen und sich auch die Zeit nehmen, dass man die auch mitnimmt. Der letzte Punkt, Kulturwandel fördern und Datensilos abbauen. Ich denke, das ist alles ein bisschen Teil des Prozesses in der Anwendungsfallentwicklung, dass dass man die Datenintegration nicht jetzt, dass man da auch aktiv mutig vorangeht und sagt, okay, der Datensatz wird jetzt generell geteilt, da sollen mehr drauf zugreifen, dass man da auch Ängste abbaut und ein Stück dazu beitragen kann, diesen Kulturwandel hin zur Digitalisierung zu fördern und diese Datensilos, die teilweise bestehen, mithilft abzubauen. In dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten was daraus mitnehmen. Falls Fragen aufkommen, ich denke, die Präsentation wird mit unten verlinkt werden. Oder Sie können uns auch über die E-Mail-Adresse erreichen bei etwaigen Nachfragen zu Datenintegrationsprozessen oder falls Fragen zum Quartiersentwicklungstool bei Ihnen im Raum stehen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.